Jedenfalls bin ich jetzt weg vom HNR-Elle und hin zum 1v1 Blade. Der erste Char wird somit Full in Support. Ist die Frage, macht es mehr Sinn, den gleich als Tank zu nehmen, den Support? Wofür brauchst du einen Tank, wenn du einen Blade machst? RM immer Full Int. Selbst wenn du das ein Tank werden sollte, würdest du trotzdem erstmal Full Int gehen und dann später einfach resetten oder so. Weil selbst ein Full Int Char theoretisch ein Tank sein kann, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Also eigentlich ist es so, in Flive kannst du dir eigentlich merken, eigentlich geht man immer full auf ein Attribut. Eigentlich. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich gehst du immer alles auf ein Attribut. Im Standardfall auf jeden Fall. Also Blade zum Beispiel geht immer Full SDR. Ringmaster geht eigentlich immer Full Int. Ein Magier geht auch immer Full Int. Und alles andere probierst du eigentlich über das Equipment zu managen. Also wenn du HP brauchst, dann nimmst du halt entsprechend HP-Equipment oder ein HP-Pad. Oder eine zweite Stat-Page im allerkrassesten Fall gibt es auch noch. Also grundsätzlich ist immer erstmal Full Main-Attribut eigentlich. Und alles andere probiert man irgendwie anders hinzukriegen. Und im schlimmsten Fall über eine zweite Stat-Page. Die meisten Leute sowieso haben, weil sie sich hier den Battle Pass kaufen. Oder viele Leute haben hier eine zweite Stat-Page. Also das heißt, wenn dein erster Char ein Supporter wird, dann einfach Full Int. Und ein Blade Full STR. Was das angeht, ist Flive ultra langweilig. Weil man davon legit eigentlich nicht abweichen kann, weil es ist schon die beste Bildmöglichkeit für jede Klasse im Endeffekt. Full Main-Attribut. Also da ist Flive sehr langweilig. Aber der Rauchmelder geht doch nicht vom Geruch an. Ist das ein Riechmelder? So nenne ich immer den Riesenzinken von meiner Frau. Ich habe keine Frau. Was ist dir lieber, Tauli? Arschwasser oder sterben? Choose one. Todesursache, Arschwasser. Was haben Sie hier für mich, Doc? Wir sind uns nicht sicher. Er scheint ertrunken zu sein. Ertrunken? In seiner Wohnung? Ja. Ein massiver Fall von Arschwasser, wie es aussieht. Oh, Level up, baby, let's go! Level up, baby, let's go! Let's go, baby, let's go. Auch wenn der Darm reißt, geschissen wird in der Arbeitszeit. Yeah. Die Cacher haben einfach SEPA-Lastschriftmandat und haben einfach in ihrem Inventory irgendwo so einen Button Top-Up. Und da klicken sie einfach drauf. Dann kommt so ein Feld in der Mitte des Bildschirms. Wie viel Geld willst du ausgeben? Dann machst du so 800 €. Und dann wird einfach die Menge, die du da eingibst, von deinem Konto abgebucht und du kriegst instant die F-Coin. Verdammte Cacher. Übel die Billigserie. Es ist auch übelst die Billigserie. Ich habe aber nicht gesagt, dass sie gut ist. Das ist übelst die Billigserie. Ist ja auch aus UK. Wow! Welche guten Serien kommen schon aus UK? Wow! Ja, 5 Stunden ist mehr als genug. Ist viel zu viel, sage ich. Viel zu viel. Also mindestens einmal die Woche muss man einfach durchziehen. Lang 2 Stunden Schlaf und man fühlt sich wie neugeboren. Glaub mir. 2 Stunden schlafen, du wachst auf, dein Herz schlägt dir bis zum Hals, du hast Adrenalin bis zum geht nicht mehr, stehst kurz vorm Herzinfarkt. Du wirst dich niemals so lebendig fühlen. Habe ich schon die extremen Kopfschmerzen erwähnt? Für die statistische Auswertung.
Wenn die Klasse Trash wäre, wäre sie nicht so beliebt. Ja, siehst du, das stimmt eben nicht, weil wenn du dir das DPS-Ranking anguckst, wirst du sehen, dass das Ranger den schlechtesten DPS hat. Also sicherlich hat er andere Vorzüge, aber wenn du jetzt rein nach dem DPS-Ranking gehst, und für viele ist ja DPS das A und O in Flav, ist Ranger die schlechteste 1v1-Klasse. Also es ist eben nicht so, wirklich so. Und im PvP, also lasst mich nicht lügen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Ranger jetzt auch nicht die beste PvP-Klasse ist. Meines Wissens nach dominieren da eher Psykeeper und Billposter. Und Jester. Also Ranger ist halt ein guter Allrounder, aber er ist einfach scheiße beliebt, obwohl er eigentlich nicht wirklich der Beste ist. Deswegen habe ich ja gesagt, also es hat damit eigentlich nicht unbedingt was zu tun. Tatsächlich ist Ranger auf Burodeng ja auch gar nicht so beliebt. Also auf Burodeng ist Blade die beliebteste Klasse. Aber weltweit gesehen, also in ganz Flav, ist Ranger die beliebteste. Auch auf dem FEC wahrscheinlich. Deswegen ist Ranger auch so teuer hier. Weil hier auf dem FEC spielen halt arsch viele Leute Ranger. Auf Burodeng ist Blade teurer. Wesentlich teurer sogar. Auf Burodeng ist es aber auch wieder schwerer, an Kohle zu kommen, oder? Also eigentlich nicht, weil auf Burodeng hast du eine relativ stabile Wirtschaft. Also ja, da gibt es auch mal wieder immer mal wieder so Inflationsschwankungen, wo mal plötzlich der Cashpreis um 20, 30 Mio hoch, manchmal ganz selten auch runter geht. Aber also ich finde Burodeng wesentlich angenehmer, aber auf Burodeng ist es halt zum Beispiel so, wenn ich mir jetzt vornehme, ich will mir ein Item kaufen, zum Beispiel sagen wir mal für mindestens 2 Milliarden Penya, also schon ein hoher Betrag, den du jetzt nicht einfach so einem Tag zusammenbekommst, wo du halt ein bisschen für grinden musst oder ein bisschen für verkaufen musst oder sparen musst, wie auch immer. Das wäre jetzt auf FEC eigentlich gar nicht mehr möglich, weil du hast keine Ahnung, was morgen der Cashpreis ist. Es könnte 100 Mio mehr sein, es könnte 50 Mio mehr sein, es könnte auch 50 Mio weniger wert sein, aber du weißt es einfach nicht und es ist so arsch-random gefühlt. Und jeden Tag kann sich alles ändern gefühlt. Und das ist halt auf Burodeng eigentlich extrem selten. Also es kann auch passieren, es ist auch schon passiert, aber es ist sehr selten. Also es wird in der Regel eigentlich, also einfach so passiert es nicht. Also es muss irgendeine Ankündigung kommen oder ein Event oder irgendwas muss eigentlich passieren. Einfach so passiert es nicht. Auf dem FEC-Server kann es gefühlt schon einfach so passieren. Ja, Portbug, nice. Also beziehungsweise auf dem FEC-Server da entwickelt sich halt alles einfach viel schneller, weil viel mehr Leute spielen. Plus es nur ein zeitlich begrenzter Server ist und so. Und dann ist halt auf Burodeng so, dass einfach Grinden viel mehr Value hat, weil der Cashpreis viel niedriger ist. Also wenn du pro Stunde 20 Mio machst, ist es nie wirklich geil. Also wenn jetzt dein Ziel ist, Milliarden von Penya zu verdienen, dann ist jetzt 20 Mio die Stunde durch Grinden machen natürlich nie wirklich ideal. Aber auf Burodeng ist es halt zumindest dahingehend besser, dass es halt trotzdem Geld einfach ist, mit dem man tatsächlich was kaufen kann, mit dem man tatsächlich was anfangen kann. Und ich meine, jeder muss ja erstmal irgendwie reinkommen, du musst ja mit irgendwas anfangen. Und da ist halt schon den Vorteil, dass es auf Burodeng halt einfach auch noch so viel Geld einbringt, in Anführungszeichen, dass man damit halt effektiv auch noch was machen kann. Wenn ich jetzt hier 10 Stunden Master grinde, habe ich 120 Mio vielleicht oder 150 oder so. Davon kann ich mir legit nichts kaufen. Da kann ich mir 10 A-Projects holen nach 10 Stunden. Geil. Richtig geil. So, gefühlt. Also, kompletter Schwachsinn. Und das ist auf Burodeng auf jeden Fall besser. Also wenn du auf Burodeng mit 200 Mio durch die Shops gehst, mit 200 Mio kriegst du halt actually was. Da kannst du dir so viel kaufen, gefühlt. Natürlich nicht in der Menge, aber du kannst dir so viele verschiedene Sachen kaufen. CS-Pads, Boards, CS-Sets. Du könntest mehrere Charakter mit 6 oder 8% Sets einkleiden. Also du könntest relativ viel machen einfach mit dem Geld. Verhältnismäßig. Natürlich jetzt keine krassen Items kaufen, aber einfach grundsätzlich kriegt man dafür einfach was. Und 100 bis 200 Mio kannst du halt realistisch auch tatsächlich an einem Tag farmen. Auch mit kleineren Sachen. Also auch mit
Low-Level-Content oder einfach nur mit Grinden. Das meinst du, Monster P? Es ist der 20.10. Und statt auf den letzten Drücker die Items für F-Coin zu verkaufen, für 3k F-Coin zu verkaufen, packen sie den Stuff lieber auf ihren Account mit einem Elle drauf. Du meinst, ob die Leute am Ende High-Level-Equipment Panic sellen? Keine Ahnung. Ich hätte schon ja gesagt. Aber man weiß es nicht. Ich kann Cacher einfach nicht wirklich einschätzen. Ich dachte, ich könnte es, aber ich kann es offensichtlich doch nicht. Die sind einfach verrückt. Mato, danke für den Follow. Diese Cacher sind einfach verrückt. Also, wenn es gut läuft, findest du so jemanden? Ja. Also eigentlich müsste es schon solche Leute geben. Aber ich denke halt, wer wirklich vorhat, alles zu verkaufen, das ist ja das, was ich auch am Anfang gesagt habe, wenn du wirklich vorhast, dein Zeug noch einzutauschen für F-Coin, für Products, dann musst du es rechtzeitig machen, weil am Ende kriegst du keine guten Angebote mehr. Und dann werden die Leute wahrscheinlich schon sagen, ja, bevor ich jetzt meinen Coral-Stuff für 3k F-Coin, wobei das halt echt ein schlechtes Beispiel ist, weil ein Coral-Stuff wirst du lieber als für 3k F-Coin bekommen, auch nicht am letzten Tag. Dafür hat er sich im Preis einfach zu gut gehalten. Aber, ja, wie du schon sagst, die meisten werden dann eher sagen, fuck it, ich nehme ihn einfach mit, scheißegal. Für 3k F-Coin ist es zu wenig. Also wenn jemand wirklich verkaufen will, macht das jetzt schon und jetzt kriegt er natürlich auch noch voll viel Geld dafür. Also warum sollte jetzt irgendjemand sagen, ja, du hast ja noch 2 Stunden, der Server läuft gleich ab, du musst es mir jetzt für 3k verkaufen, sonst verhungerst du. Verhungerst du? Oder sonst musst du drauf hocken bleiben, whatever. Das wird halt jetzt nicht funktionieren, weil jetzt hast du einfach noch 30 Tage, du hast doch alle Zeit der Welt gefühlt. Also jetzt panikt halt niemand. Und wie gesagt, die Leute, die es wirklich vorhaben zu verkaufen, werden es jetzt oder halt demnächst irgendwann machen, um sich halt noch einen guten Preis zu sichern. Genügend F-Coin. Und alle anderen werden es dann wahrscheinlich mitnehmen, ja. Aber ist nicht sicher. Also ich meine, den ein oder anderen Schnapper kann man in den letzten Tagen bestimmt machen, wenn man über F-Coin verfügt. Also könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Was aber halt wirklich auf Borodeng wieder cool ist, ist halt, dass alles wieder mehr Wert hat. Also selbst Power Dice sind auf Borodeng wieder mehr Wert. Karten, 4% Karten und so. Ich meine, in Penya gerechnet sind sie gleich viel wert. Aber was ist jetzt eine Lightning 4 auf FEC wert? 6 Mio? Auf Borodeng kostet sie, glaube ich, auch 3 bis 4 oder so. Auf Borodeng ist der Cash-Preis aber nur ein Drittel von dem oder knapp ein Drittel von dem, was wir hier auf FEC haben. Das heißt, effektiv ist die Lightning 4-Karte da 3-mal so viel wert wie hier. Und so. Also lauter so kleinen Scheiß und so ist auf Borodeng wieder ein bisschen besser. Sachen, die hier quasi absolut keine Relevanz haben, komplett wertlos sind, irrelevant, sind da wieder ein bisschen relevanter zumindest. Flive PC still tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Don't judge a pea by her lips, I guess. Rip. I didn't say anything.